Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Eishockey-Lexikon. Und zwar schauen wir uns in diesem Video das Spielfeld an. Jedes Jahr im Mai findet ja die Weltmeisterschaft der höchsten Klasse im Eishockeysport mit den besten Mannschaften statt. Und viele schauen sich dann die Spiele an, haben aber mit dem Eishockey sonst nicht so wahnsinnig viel am Hut und verstehen manche Regeln nicht, die mit dem Spielfeld einhergehen können. Und zwar gibt es Änderungen, die man im Handball und im Fußball nicht so kennt, weil dort kann jeder Spieler sich frei bewegen. Es gibt zwar die Abseitsregel beim Fußball zum Beispiel, aber das Spielfeld selbst definiert eigentlich wenige Regeln. Im Eishockey ist das anders. Schauen wir uns das Spielfeld an. Wir haben die dicke rote Linie, die das Spielfeld in zwei Hälften teilt. Wir haben hier die blaue Mannschaft, die von links nach rechts spielt. Und wenn ein Drittel begonnen wird, jedes Eishockeyspiel hat 3 Drittel, dann ist jede Mannschaft in ihrer Hälfte. Wenn das Bully erfolgt, das Anspiel. Das gilt auch, nachdem ein Tor gefallen ist. Aber es gibt noch weitere Kriterien. Und zwar sehen wir hier 2 blaue Linien, die äußerst wichtig sind. Sie teilen nämlich das Spielfeld nochmals in Drittel. Und zwar haben wir hier das Verteidigungsdrittel, wobei wir hier lernen, dass im Eishockey im Gegensatz zu zum Beispiel Handball, Basketball, Fußball etc. auch hinter dem Tor weitergespielt werden kann. Berühmt wurde Wayne Gretzky, der Kanadier, der Superstar, der sehr viele Angriffe hinter dem Tor begonnen hat, die auch zu Toren geführt haben. Sehr unangenehm für den Torhüter, weil das spielt sich in seinem Rücken ab. Wir sehen, das Verteidigungsdrittel ist die Zone, die unmittelbar beim eigenen Tor, wenn man jetzt von der blauen Mannschaft ausgeht, gegeben ist. Das heißt, je weiter man den Gegner von diesem Drittel fernhält, umso sicherer ist es, dass man kein Tor erzielt bekommen kann. Und damit kann man auch nicht in Rückstand geraten und ist erfolgreicher. Aus Sicht dieser Mannschaft ist das hier das Angriffsdrittel, genau das Gegenteil. Das ist die Zone, wo man hin möchte, weil je mehr man in der Angriffszone aktiv sein kann, umso eher hat man die Chance, dass man ein Tor erzielen kann. Das heißt, das Verteidigungsdrittel der einen Mannschaft ist automatisch das Angriffsdrittel der anderen Mannschaft. Und dann gibt es noch ein Drittel und das ist das Mitteldrittel oder eigentlich die neutrale Zone. Das ist die ungefährlichste Phase, theoretisch, weil hier kann kein Tor erzielt werden. Das ist für die eine Mannschaft nicht gefährlich und für die andere nicht. Aber theoretisch deshalb, weil wenn du hier den Puck verlierst, kann es sehr schnell zu einem Gegenangriff kommen und da man schon in der neutralen Zone ist der Weg zur Angriffszone gar nicht mehr so weit. Jetzt habe ich gesagt, dass das Spielfeld das Spiel mit beeinflusst und das schauen wir uns jetzt genauer an. Nehmen wir an, dieser Verteidiger hat den Puck, er führt ihn in die neutrale Zone und nehmen wir an, dieser Stürmer steht hier und bekommt den Puck zugespielt. Dann ist die Aktion sofort abgepfiffen und abgebrochen, weil der Spieler bereits im Angriffsdrittel ist und nicht mehr angespielt werden kann. Man spricht hier vom Abseits. Das heißt, im Gegensatz zum Abseits bei zum Beispiel dem Fußball, wo ein Stürmer nicht näher zum gegnerischen Tor stehen darf als die Verteidiger, ist hier nicht die Verteidigung relevant. Es wäre egal gewesen, also die Gegner könnten alle hier sein, das ist völlig egal. Der Spieler darf noch nicht in dem Drittel drin sein. Wenn dieser Verteidiger aber den Puck dem Spieler hier zuspielt und er läuft mit dem Puck in das Drittel hinein, dann passt es und er kann einen Torversuch wagen. Also ist diese Situation eine, die vom Spielfeld definiert wird, ob man einen Angriff durchführen kann oder nicht.
Und das ist eine der Besonderheiten dieses Spielfeldes. Die zweite ist natürlich, dass man hinter dem Tor weiterspielen kann. Das ist eine Besonderheit, die man im Eishockeyspiel kennt und die auch oft genutzt wird, weil es gibt sehr viele Kämpfe hinter dem Tor und der Torhüter hat eigentlich im Rücken die ganze Aktion. Er muss sich eigentlich umdrehen, um zu schauen, was los ist, macht er aber nicht. Er konzentriert sich auf diesen Bereich vor sich. Mit dem Bogen hat man den Torraum auch definiert. Auch das ist wichtig für die Regelung. Wenn der Torhüter von einem gegnerischen Stürmer in diesem Bereich an seinen Aktionen, an seinen Bewegungen behindert wird, dann ist das ein Torraum abseits und dann wird ebenfalls die Angriffsaktion abgepfiffen. Das heißt, sie ist dann auch ungültig. Was haben wir sonst noch? Wir haben oben die Bänke der Spieler, das heißt links die eine Mannschaft, rechts die andere Mannschaft. Die Spieler haben meistens eine Einteilung in 4 Linien. Man verkürzt das dann oft in 3 Linien. Ich werde ein eigenes Video über die Eishockeymannschaft noch machen. Und man hat auf der anderen Seite die Strafbank auf der linken Seite und auf der rechten Seite für die beiden Mannschaften, beziehungsweise den Plattsprecher und das Kommunikationszentrum, wenn der Schiedsrichter eine Rückfrage hat. Es kann zum Beispiel der Puck ins Tor gerutscht sein. Es kann aber auch unklar sein, ob der Puck hinter der Linie war. Diese dünne Linie hier grenzt nicht das Drittel ab, sondern das ist die Torlinie, die einfach hier verlängert wird, aber eigentlich da keine Funktion hat, sondern es geht um die Torlinie beim Tor direkt. Und dann wendet sich der Schiedsrichter diesem Bereich zu und kommuniziert mit dem Videoschiedsrichter. Und es wird geprüft, ob das ein reguläres Tor war oder nicht. Also das ist etwas, was jetzt im Fußball auch schon zwar heftig umstritten, aber doch umgesetzt wird. Im Eishockey ist es schon lange gang und gäbe. Die Kreise sind sehr wichtig, denn hier werden die Bullies gespielt. Das heißt, gibt es eine Spielunterbrechung, dann werden die Bullies, also das ist die Fortführung des Spiels, entsprechend an 5 Positionen durchgeführt. Und zwar haben wir es hier oben und unten, auf der anderen Seite ebenfalls. Und die 5. Position ist beim Mittelkreis. Mittelkreis ist immer dann der Fall, wenn ein Drittel begonnen wird oder wenn gerade ein Tor gefallen ist. Und dann setzt man mit dem Bulli das Spiel fort. Und damit hat man eigentlich das ganze Spielfeld erarbeitet. Wichtig sind die blauen Linien. Zum Beispiel der Verteidiger steht an der blauen Linie, wenn ein Powerplay gespielt wird. Wenn man eine Überzahl hat und eine Drucksituation ausführt. Das werde ich aber dann noch bei den taktischen Varianten besprechen. Und damit haben wir das Spielfeld abgearbeitet mit den Regeln, mit den Linien und deren Bedeutung. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.